Es gibt mal wieder ein Systemupdate für die PlayStation 5 und leider muss man sagen, dass das eine ziemliche Enttäuschung ist. Warum ist es enttäuschend? Ich erzähle euch mal, was es für neue Features gibt, weil ich die Beta jetzt schon mal ausgiebig getestet habe an der PS5. Und zwar fangen wir erstmal beim DualSense Controller an. Da gab es ein paar Verbesserungen, allerdings jetzt keine wesentlichen. Es wurde das Mikrofon verbessert, denn, ja, falls ihr es nicht wisst, der DualSense Controller hat ein Mikrofon, ein eingebautes, das man eben auch für Partychats benutzen kann. Und da gibt es jetzt quasi eine bessere Geräuschdämmung, besseres Noise Cancelling von Umgebungsgeräuschen. Die Lautsprecher am Controller, ja, es gibt auch Lautsprecher, der wurde jetzt lauter gemacht, also man kann den lauter stellen, als er vorher war. Verbindung wurde verbessert. Es gibt jetzt neue Optionen für die Bildschirmfreigabe, denn ihr könnt da mit euren Kumpels Spiele zusammen zocken, auch wenn die nicht gerade bei euch sind, einfach indem ihr ja das quasi live streamt. Privat, das nennt sich dann eben Bildschirmfreigabe. Da gibt es dann auch neue Reactions, Emoji-basiert. Ob man das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Ein interessantes Detail ist, dass man jetzt die Helligkeit der PS5 LED anpassen kann in 3 Stufen, von stark bis schwach. Zuletzt konnte man ja schon das Piepsgeräusch leiser stellen, auch in 3 Stufen. Jetzt kann man auch die LED in 3 Stufen dimmen. Ja, nettes Gimmick, aber das ist halt das Problem. Es ist halt Gimmick. Überhaupt, die ganze Beta-Software kommt mir vor wie ein Gimmick. Auch ein paar, es gibt noch kleinere Verbesserungen hier und da, aber die sind eigentlich gar nicht nennenswert. Es sind definitiv auf jeden Fall nicht die Features, auf die man eigentlich schon länger wartet. Und ich frage mich halt jetzt auch langsam, warum? Also wo ist das Problem, dass Sony auf die Community hört? Und wo ist das Problem, so kleine Features, die man sich schon lange wünscht, da auch einzubauen, die eigentlich kein Hexenwerk sind? Und stattdessen machen sie eben so Features wie das LED-Licht heller oder dunkler zu machen. Ich meine, es ist ein Gimmick, man muss sich jetzt nicht drüber beschweren. Es ist natürlich, es schadet ja nicht. Aber es gibt einige Features, die man sich einfach schon lange wünscht und die einfach wirklich nicht kommen. Und ich verstehe nicht, warum. Dazu erstmal, was ich mir natürlich auf der Wunschliste habe an Systemfeatures. Und da sind bestimmt einige von euch auch wahrscheinlich mit an Bord. Das erste ist Ordner für Games, dass man Spiele ordnen kann in eigene Ordner. Ich meine, das Feature haben wir ja schon auf der PS4 gehabt. Das war eines der praktischsten Features im PS4-Systemmenü. Genau, das ist auch einer der Punkte, was wahrscheinlich die meisten haben möchten. Diese Ordner. Und das ist etwas, wo ich nicht verstehen kann, warum die nicht einfach gemacht werden. Das ist ja nichts Systementscheidendes. Es ist etwas, was es schon gab. Und stattdessen kommen sie mit so Gimmicks um die Ecke, anstatt wirklich auf die Community zu hören. Ja, vor allen Dingen die Ordner bringen halt auch Ordnung rein. Deshalb heißen sie ja auch so. Und wie oft ich nach einem Spiel suche, wo ich weiß, es ist installiert, aber es werden ja nur die ersten 10 angezeigt und der Rest kommt in der Spielebibliothek. Und stattdessen, dass sie Ordner machen, machen sie mehr Funktionen für diese Spielebibliothek, die jetzt auch nicht so wirklich übersichtlich ist. Und das nächste ist auch noch Hintergrundbilder. Wie lange wünschen wir uns eigene Hintergrundbilder? Also ich ewig und ihr bestimmt auch. Und ja, die kommen einfach nicht. Ich denke natürlich, das passt nicht ins Konzept von dem UI, vom Systemmenü. Weil sich Sony da gedacht hat, nee, da muss jedes Spiel sein Hintergrundbild haben und das darf nicht irgendwo in einem Ordner verkommen. Ich denke, das ist so ein konzeptionelles Ding, dass sie sagen, nee, Design geht hier vor Funktion. Das kann ich ja auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite sind das ja Features, die es schon gab früher und die auch die Community gut fand und es auch wirklich klar ist, dass man sich diese wieder wünscht. Und da würde ich doch schon ein bisschen auf meine Community und auf meine Käufer hören und ein bisschen da entgegenkommen, anstatt ja, hier Gimmicks anzubieten, die vielleicht ganz nett sind. Für den einen oder anderen, der sich denkt, hey cool, endlich kann ich die LED heller machen, darauf habe ich schon lange gewartet. Aber so nützliche Sachen, die fehlen eben auch in diesem Update schon wieder. Dazu gehört auch, dass es kein Bluetooth-Audio gibt. Es gibt zwar Bluetooth-Verbindungen, aber sehr, sehr eingeschränkt. Und was halt nicht geht, ist, dass man schnell mal seine Bluetooth-Kopfhörer
an der PS5 betreiben kann. Geht nicht, weil ist gesperrt, warum auch immer. Das ging noch nie, auch auf der PS4 nicht. Und es ist mir auch ein Rätsel, warum sie es nicht freischalten. Ich kann es mir denken, warum. Bluetooth hat da so einen gewissen Delay. Da wollen sie vielleicht keine Audioverzögerung drin haben. Vielleicht ist das der Grund, aber es ist halt trotzdem, es wäre halt ein Fanservice, wenn sie es einfach freischalten würden. Dann auch noch etwas, was wir auch vor allen Dingen in der Anfangszeit extrem bemängelt haben, nämlich die Abwärtskompatibilität. Klaro, die PS5 ist abwärtskompatibel zur PS4 zu 99,9%, aber eben nicht zu den früheren Konsolen. Und da ist halt die Frage, warum? Weil so eine PS1 oder PS2 kann man ja ganz easy emulieren auf einer PS5. Die hat genug Power dafür. Kritisch ist es vielleicht mit der PS3, aber nichtsdestotrotz wäre das garantiert technisch möglich. Sie machen es nicht. Stattdessen wird das Ganze halt verwurstet im PS Plus Premium Abo. Da kann man eben zumindest ein paar ältere Spiele spielen. Naja, geht auch irgendwo an den Käufern und Kunden vorbei. Man hat den Eindruck, dass Sony überhaupt nicht auf die Fans hört, wie du schon gesagt hast, und auf die Kunden und auf die Käufer. Aber das stimmt gar nicht. Zumindest teilweise. Zumindest teilweise, nicht, genau. ja. Zumindest teilweise, denn es ist so, es gibt viele Features inzwischen im System oder überhaupt, dass die viele Funktionen, die die PS5 jetzt kann, die sie zum Start nicht konnte. Beispielsweise 1440p. Das war auch sehr lange gefordert, zu Recht natürlich, weil es gibt doch einige Leute, die ihre PS5 an einem WQHD-Monitor betreiben. Das ist natürlich gut, wenn man den nativ ansteuern kann. Das zweite ist variable Bildrate, VRR. Haben wir auch länger drauf gewartet, aber es ist jetzt da. Und das war auch lange ein Feature, oder beides Features der Xbox und jetzt eben auch gut für die PS5 da. Dann Speicher erweitern ging anfangs auch noch nicht. Sie haben es noch nicht freigeschaltet, das kam erst später. Und das ist jetzt auch eine super Lösung, mit der SSD seinen Speicher zu erweitern. Und nicht zuletzt, das war glaube ich erst letztes Jahr, ja, kam erst die Unterstützung zu Dolby Atmos. Auch lange gefordert, weil wir hatten ja schon lange 3D-Audio an der PS5, klaro, aber so ein allgemeingültiges Format wie Dolby Atmos gab es halt noch nicht. Haben sie jetzt auch eingebaut. Das heißt, sie hören da schon drauf, in gewissen Maßen, aber es fehlen halt immer noch, wie erwähnt, sehr viele Features. Genau, bei einigen Punkten ist es so, als würden sie es einfach ums Verrecken nicht machen wollen. Und genau das denke ich mir eben beim Punkt Ordner. Das ist so eins der Sachen, die man ganz am Anfang schon vermisst hat und man eigentlich gedacht hat, nein, das kommt jetzt mit dem nächsten Update. Nee, come on, das kommt jetzt mit dem nächsten Update. Nein, das kommt jetzt mit dem nächsten. Und jetzt ist gerade das x-te Update schon da und mit jedem Update hofft man, okay, jetzt kommt zumindest die Ordner müssen jetzt da sein und sie sind es wieder nicht. Und man ist dann gerade bei einigen Punkten dann einfach jedes Mal wieder enttäuscht, dass stattdessen so Gimmick-Sachen bevorzugt werden, anstatt dass solche Sachen gemacht werden, umgesetzt werden, die von der Community gefordert sind. Dazu kann ich noch sagen, das beste Systemmenü hat nach wie vor die PS4. Das ist einfach aufgeräumt, das hat alle Features und es ist schnell und es sieht toll aus und es hat Ordner vor allen Dingen. Jetzt würde uns interessieren, was für Features wünscht ihr euch denn beim nächsten Systemupdate der PlayStation 5? Auf welche wartet ihr schon lange und wegen welchen Features seid ihr jetzt langsam schon genervt, dass die nicht kommen? Schreibt es unten in die Kommentare, lasst ein Like und Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.